willkommen zurück auf meinem Kanal. Timmy hier. Heute endlich der versprochene Mark 6 Review. Das hat jetzt auch eine Weile gedauert. Ich glaube, ich habe den Original schon ein halbes Jahr in meiner Sammlung jetzt und ich würde sagen, das wird Zeit. Foto-Review habe ich ja schon jetzt gemacht. Findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, was soll man zu dem Charakter sagen? Kann man nicht viel sagen, ne? Tony Stark, Mittelpunkt des MCUs. Immer noch. Mal gucken, ob das nach Endgame immer noch so ist. Von daher würde ich sagen, tauchen wir gleich ein. Ich habe natürlich die ganzen Extras wieder ein bisschen aufgebahrt, abgesehen von dem, da war platzmäßig um ein Ende. Kommt natürlich auch mit einer Anleitung, das frühstücken wir jetzt gleich als erstes ab. Wir haben hier die ganzen Details eigentlich ganz gut drin, wie man die Sachen anbringt, wo Magnete sind, in welcher Reihenfolge man die Rüstung an den Armen so ein bisschen anbringt, also austauscht, wisst ihr, die Raketen und so weiter und wie weit man die Arme bewegen darf und Bewegungspunkte, wie die Batterien reinkommen, die kleinen Ärmchen an der Base. So, von daher alles, was man braucht. Das Englische ist auch gut. Ich glaube, die sind immer besser geworden. Von daher erstmal die Box. Und ich habe da für euch dann eine kleine 360 aufgenommen. Da seht ihr eigentlich alles Wichtige. Die Hauptgrafik ist so ein bisschen quasi holographisch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das besser erzählen könnte, aber wir haben hier schön Gold Marvels Avengers oben drauf, weil das ist die Avengers-Variante und nicht der Iron Man 2 Mark 6, aber essentiell dasselbe. Ist eine Wraparound-Grafik, sieht sehr schick aus. Das Problem, was ich aber auch schon im Foto-Review sagte, was ich habe, ist, dass dieser Print nicht hundertprozentig korrekt auf dem, also der Plastikprint nicht korrekt auf dem Boxprint liegt. Deswegen ist das so ganz leicht verschwommen. Ist aber eine nette Idee, weil sie haben Kanten weiß hervorgehoben, auf dem Rücken die üblichen Credits. Den oberen Teil nimmt man dann ab und der untere Teil ist dann so leicht glänzend. Iron Man Mark 6, quasi so ein bisschen geprägt, vielleicht kommt das durch die Farbe, aber ist alles tipptopp lesbar, sieht gut aus. Wenn das nicht auf dem Video richtig gut kommt, habt ihr das hier mal eben so. Sieht schick aus, kann man nicht meckern. Und damit ihr das seht, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Verschwommene so durchkommt, aber ich glaube, ihr seht so ein bisschen, was ich meine, oder? So, und ja, wenn man den dann aufgeteilt hat, dann die übliche Diecast-Variante der neuen Box. Mark 6 eingefräst in die Front, sieht gut aus. Innen drin wird alles gut gehalten. Ich habe den ganzen Plastikkram extra für euch rausgenommen, aber damit ihr das alles seht. Und hinten dann der Einleger, nochmal ein Clamshell für Base, Waffenteile, den Pole, die Lasereffekte, Klemme und das kleine Batteriefach. Also da wird alles tipptopp drin gehalten. Ich denke, designmäßig, was die Verpackung angeht, ist Hot Toys da ganz oben mit dabei und ich finde, da können sich einige noch eine Scheibe von abschneiden. Wobei ich muss sagen, die coolste Verpackung, glaube ich, die ich jemals gesehen habe, war von meinem Enterbay 1:4 T800. Der hatte ja komplett schwarzes Styropor und das Ding war ja ausgefräst mit den Formen des Endoskeletts, also der Brust. Sehr geil, finde ich schwer cool. Aber bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, würde ich sagen, tauchen wir direkt in die Top-Down und ich zeige euch alles Wichtige. Ja, so machen wir das. So, da sind wir zurück, wie immer. Aber heute ein bisschen weiter rausgefahren, denn der gute Mark 6 ist natürlich ein wenig größer, aber wie ihr schon seht, wunderschöne Farbapplikation, nicht ganz Factory Fresh. Hier so ein paar Abplatzer, hier oben ein paar Abplatzer auf der Brust. Alles so, ja, Metallic Rot, aber irgendwie so ein bisschen so mehr Pearlescent. Sehr cool. Gunmetal, Gold, mehr Rot, mehr Gold. Das ist auch Diecast, der komplette Teil ist Diecast. Das hier ist wieder Plastik, das ist auch noch Diecast. Der hintere Teil der Arme ist Diecast. Also da ist eine Menge und einiges von dem Frame der Figur ist Diecast. Also das ist echt ein schwer geiles Ding. Wie ihr schon seht, Artikulation ist der Oberkiller, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, den lege ich mal eben beiseite und wir gehen mal eben kurz die ganzen Extras durch. So, genau. Meine Fußgelenke sind ein bisschen weak, aber es geht trotzdem. So, was haben wir hier alles? Wir haben hier eine extra
Kopf mit einem Battle Damage Faceplate. Wir haben hier Battle Damage Brust. Wir haben jede Menge Waffenteile. Die zwei, die zwei, die zwei und die zwei kommen an den Arm. Die beiden sind komplett austauschbare Hände, die nicht großartig beweglich sind. Das ist für die Lasereffekte. Das zeige ich euch mal eben schnell. Ich werde die nicht alle austauschen. Also das kommt alles stumpf auf den Ballpack. Und die hier sind logischerweise nicht beleuchtbar, alle anderen aber schon. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst bei den Dingern hier. Die haben Vierkant. Die können eigentlich nur, seht ihr, die können nur auf eine Art und Weise da reinpassen. So, das passt und das Rot ist halt auch super grell. Kommt richtig, richtig gut. Mag ich. Auch der Paintjob an der Hand, also wirklich durch die Bank weg, wirklich Granate, kann man nicht anders sagen. Schöne Rüstung. Ich weiß nicht warum, ich war damals irgendwie gegen den Mark 6. Ich wollte den Mark 4 haben, dann hatte ich den Mark 4 und War Machine Mark 1. Und dann dachte ich, aber 6 und Mark War Machine gehören schon irgendwie zusammen. Scheiße. Naja, das ist der Mark 6 mega hochgegangen und jetzt sind wir hier. Naja, dann haben wir hier noch diese Hand. Extra mal dafür, damit er seine spezielle Hand machen kann. Seht ihr selber, ne? Hier haben wir schon den durchsichtigen Teil für den Repulsor. Kommt hier hinten rein. Haben sie ein bisschen extra modelliert, als wenn sich das von selber erweitern würde. Schön alles weiter durchmodelliert, dass man denkt, so okay, das sind immer noch dieselben richtigen Hände. Sehr, sehr geil, finde ich cool. Und dann haben wir hier noch Fausthände, die auch wieder nicht beleuchtet sind, aber bei den Dingern, wo er mehr machen kann, haben sie das hier auch tatsächlich diesen Rüstungsteil mit artikuliert. Hier ist das fest, hier ist das fest, hier ist das locker und auch an den voll beweglichen, müsstet ihr sehen, ja, ist locker. Sieht doch spitze aus. Auch die Details an den ganzen Waffenstücken sind wirklich durch die Bank weg Granate. Jede Menge Shading zwischendrin, also die ganzen Kanten sind schwarz rausgeholt. Gold an der Raketenspitze, das Rot kommt überall gut durch. Also es ist der Killer, es ist wirklich der Killer. Hot Toys wie immer. Ich stehe ja nicht mehr so dermaßen auf Hot Toys, ich bin da im Spiel nicht mehr ganz so drin. Aber es ist immer noch schön zu sehen. Ja, warum bin ich nicht mehr groß im Spiel drin? Weil die ganzen alten Franchises, Terminator, Robocop und so weiter, ja leider nicht mehr großartig bedient werden. Und daher und ich nicht viel mehr Star Wars und DC und Marvel brauche, habe ich das eben unterlassen. So, die übliche Hot Toys Qualität hier beim Sculpt von Tony ist auch mittlerweile, glaube ich, überall dasselbe Sculpt. Also die lassen sich da nicht mehr lumpen. Tipptopp, glänzende Augen, als wenn da kleine Glasäpfel eingebaut wären. Haare kommen ein bisschen durch, Magneten mit dran. Derselbe Paintjob durch die Bank weg, bis unten hin durchmodelliert. Sogar der Bart ist im Kinn noch extra mit drin. So, jetzt seht ihr. So. Also ja, und der übrige Ball Connector. Ich habe die Abdeckung für Kopf und Rücken extra nicht drin gelassen, weil das einfach super nervig ist, das auszutauschen. Weiteres haben wir hier die Base. Machen wir mal weiter. Die ist richtig schick, sehr cool. Lässt sich alles ausfalten hier, bis das komplett 90 Grad ist. Und innen drin haben wir die kleinen Arme, die dann anfangen. Na, wo ist er? Da ist er. Kriege ich den zu fassen? Kriege ich jetzt gerade, glaube ich, da. So, das hat geklappt. So, und dann kommen die raus und helfen beim Zusammenbau. Auch super. Haben wir Swivel 1, 2, 3. Die sind nicht beweglich, aber die sind auch super filigran. Da kann man das so ein bisschen simulieren. Problem ist, die Stufen und alles sind ein bisschen zu klein. Viel kleiner als im Film. Deswegen hat das leider nicht so den super mega Wert. Ist wirklich nur ein Display. Aber ist sehr schick. 3 AAA Batterien kommen hier rein, werden nicht mitgeliefert. Und der Knopf, wenn ihr sucht, hä, wo ist denn der? Müsst ihr den hoch machen, habt ihr hier den Schalter. Dann habt ihr hier eine schöne Beleuchtung. Tipptopp. Sieht sehr gut aus. Bisschen diffus, nicht zu krass. Mag ich. Und hier das Loch für das nächste Accessoire. Habe ich nicht ausgepackt, weil ich nicht drauf stehe, dass ich nutzen werde. Das ist dieser Die-Cast-Stab. Der wird tatsächlich eingeschraubt. Und die übliche Hot Toys Klemme mit ein bisschen weichem Schaumstoff hier außen dran, was hier hinten sich auch anlegt, wird hier rübergezogen. Könnt ihr lösen mit einer kleinen Schraube hier. Tipptopp. Alles dabei.
So, und dann natürlich zum eigentlichen Stück. Ich habe ja schon ein bisschen was davon gezeigt, aber die Artikulation ist halt auch super klasse. Kopf kann komplett rundherum, oh, wer macht das schon? Sehr tief. Man kann also so ein bisschen so eine Flugpose sogar machen. Richtig schön. Bisschen Verwirrung. Ja, Verzeihung. Wir haben hier schon Waffenteile drin für die Reindeer Games Pose. Richtig schön, die bleibt drin. Die Schulterwaffen, wie schon seht, das könnt ihr rausnehmen. Die werden hier mit Magnetteilen angebracht, das zeige ich euch gleich. Aber je nachdem, was für eine Pose ihr macht, könnt ihr das hier ausrichten, wie ihr wollt. Ist auch so ein extra Swivel und dann auch noch ein Ball, also sehr beweglich. Kommt schön raus, aber hier nicht ganz so viel. Da kommt nämlich der erste Trick. Wir können den ganzen Arm rausziehen und dann kommt er richtig weit raus und hat auch noch ein Butterfly. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das zu weit rauszieht, dann verfängt sich das hier hinten. Aber ich meine, wir reden hier von erwachsenen Menschen, deswegen denke ich, soll das kein Problem sein. Der Arm schafft 90, ja, sagen wir 110 Grad, das sollte hinkommen. Sehr schön, schöner Swivel am Arm. Und das sind halt die voll beweglichen Hände, die auch den Repulsor haben. Sehr geil, können eigentlich alles machen, was man haben will. Sehr cool und schaffen auch, also ich sag mal, nahezu genug eine Faust, dass ich nichts anderes brauche. Also das ist spitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Selber natürlich auf der anderen Seite, deswegen machen wir gleich hier weiter. Ich hatte den jetzt schon ausgezogen, das ist natürlich der andere Clou. Wir können diesen ganzen Körper, ich glaube, zweimal rausziehen. 1, 2. Und dann hat er hier jede Menge Verdrehmöglichkeiten, kann sich bücken und strecken. Das ist sehr cool. Und vor allem, wenn ich mal schon mal eben auf die Beleuchtung gehen darf. Hier auch noch mal so ein Detail, der Rücken, sehr schön ausgearbeitet, wo wir hier sind. Die ganzen Landungsklappen, extra Details, jede Menge Gunmetal für Details etc. pp. Wenn wir hier das abnehmen, kommen die Batterien hier rein. Dann haben wir hier den Schalter. Und dann seht ihr schon, da kommt so diffuse Beleuchtung durch. Aber ich keine Lust habe, den ganzen Kram wieder raufzupacken. So, dann haben wir hier den schönen Arc Reactor und eine schöne diffuse Beleuchtung, die halt wirklich gut durchkommt, wenn er sich verdreht. Sieht absolut Granate aus. Und wenn man dann, das ist ein heftiger Negativpunkt, den ich euch jetzt sage, die Batterien in den Kopf reinpacken will, dann hat man auch eine schöne Beleuchtung für die Maske. So, aber erstmal der Negativpunkt. Die Magneten halten das Ganze wirklich spitze. Das Problem ist, die greifen die Batterien auch mega an. Wenn ihr also das Ganze erstmal reinpacken wollt, ist das ein unfassbares Nervfest, wirklich die Batterien vernünftig reinzukriegen, dass die sich nicht 25 Mal an den Magneten verfangen. Ist also wirklich super nervig, muss man leider so sagen. So. Und dann, um natürlich das Bild von ihm voll zu machen, haben wir noch die Beleuchtung in den Armen. Das ist hier in den Oberarmen drin. Die müsst ihr abnehmen und wieder ranbauen, sonst halten die nicht. Die haben ja extra so Klemmis ran gemacht. Etwas blöde. Und die Batterie ist auch nicht mehr ganz so stark. Wie ihr seht schon das Innenleben. Das sind von Hot Toys nicht immer die besten Batterien. Es funktioniert, aber eben nicht über die Maßen super lange. Was etwas traurig ist. Deswegen, weil das so traurig ist, zeige ich euch den Austausch davon nicht. Ist aber keine Raketenwissenschaft. Ihr habt den passenden Schraubendreher, rausdrehen, Batterien reindrehen, dicht machen. Und dann ist das auch fertig. Das sieht echt top aus. Schöne Beleuchtung, so mega hell. Aber weil ich mir halt die Batterien sparen will für, ja, keine Ahnung, wann auch immer, aber nicht extra Batterien kaufen will, würde ich sagen, machen wir den auch wieder aus. Ich zeige euch auch gleich sowieso noch eine 360, wie das Ganze aussieht mit den Battle Damage Teilen. Deswegen machen wir das hier clean und die 360 ist dann Battle Damage. So, Artikulation weiter. Wir haben das hier schon einmal ausgezogen. Das ist wirklich schon mal auch spitze. Wir haben hier im Gegensatz zu vorher keine weiche Hose mehr, sprich Pink Panty ist vorbei. Wir haben hier jetzt diese Panels auf Hinges drauf. Die könnt ihr rausziehen. Und dann könnt ihr das Bein nicht nur einmal, sondern zweimal rausziehen. Und sogar dreimal wieder reinstecken. Das Ding ist das dritte Mal ist eigentlich zu viel, dann kommen die Panel wieder nicht rein. Also zweimal ist definitiv zu empfehlen. Und dann seht ihr schon, hat er wirklich eine Menge Bewegungsspielraum. Und die Panel, wenn ihr die runterklappt, passen auch schön ineinander. Das Knie ist auch wirklich ein Clou, muss man sagen.
So ist das gerade. Dann haben wir hier einen lockeren, einen schönen Soft Ratchet. Und hier kommt aus dem Knie halt eine Menge raus. Habt ihr gesehen, ne? Covert wirklich schön alles ab. Tipptopp, also hundertprozentig. Und dann Foot Swivel Rocker, nicht zu tief, aber das reicht. Und auch einen kleinen Toe Tilt. Das hier ist hinten auch noch artikuliert. Und passend zu den Landungsklappen, um nochmal zum Rücken zu kommen, habt ihr hier auch noch dieses Panel, wo ihr hier auch noch zusätzliche Details habt. Die kommen weniger gut durch als beim ersten Release, aber es reicht. Und wie ihr schon seht, ich habe mal eben einen kleinen Cut gemacht. Da will ich euch hier mal eben kurz ein bisschen den Austausch zeigen. Aber ich glaube, die habe ich euch noch gar nicht so richtig gezeigt. Wirklich auch schöne Details. Absolut spitze sehen die aus. Der Paintjob kommt weiter gut durch. Einschusslöcher. Absolut Granate. Ich glaube, ne, hinten haben sie es nicht mehr ausmodelliert, aber muss auch nicht. Battle Damage schön dabei. Tipptopp. Und wenn man das Ganze dann einbauen will, dann zieht ihr den wirklich einfach an den Poles runter und setzt den ein. Dasselbe für das Battle Damage Faceplate. Oh. Butterfingers. Und da sieht das doch schon gut aus. Kann man doch nicht meckern. Ja, den Reindeer Games Look, um das mal so zu nennen, den kriegt ihr natürlich hin, indem ihr dann, wenn ihr die Schulterpots oder was weiß ich, die Teile abnehmt. Die könnt ihr einfach beiseite legen. Und dann seht ihr schon hier, die Teile gucken nach vorne. Ich weiß mal nicht genau, welche Seite. Ist das korrekt? Ich glaube, das ist korrekt. So, dann habt ihr die beiden, sind auch auf Hinges. Seht ihr auch schon. Auch noch zusätzliche Details. Die kleinen Mini-Raketen. Echt irre. Und den Arm auseinanderzunehmen, das funktioniert eigentlich am besten, indem ihr die Hand vorsichtig abzieht. Und dann könnt ihr das ganze Geraffel vom Arm einfach runterziehen. Ich glaube, die Reihenfolge ist sogar relativ egal. Deswegen, so. Erst rechts, erst links. Das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Und dann unten. Dann machen wir rückwärts auch mal so weiter. Auch noch ein schönes Teil. Auch noch schöne Details. Sogar die kleinen Raketenspitzen. Also, wie schon gesagt, da hat sich Hot Toys definitiv nicht lumpen lassen. So, da kann man ein bisschen mit durcheinander kommen, weil die Teile für beide Arme passen. Ja, ich glaube, das war es jetzt. So, und dann den, genau, der setzt hier rein. Und dann haben wir das Stück auf dieser Seite. Genau. Und dann haben wir noch den großen Werfer für oben. Wie ihr schon seht, man muss gucken, wo was ranpasst. Man müsste eigentlich die ganze Zeit die so, da ist er. Die Anleitung dabei haben, was ein bisschen doof ist, aber nichtsdestotrotz von hinten. Und dann müsst ihr sehr vorsichtig sein, weil die sehr schnell wegbrechen können. Das Ding ist mir hier auch weggebrochen und den musste ich wieder festkleben. Aber grundsätzlich dann auch schick. Vor allem, wo Hot Toys wirklich gesagt hat, wir machen das Ding jetzt komplett. Dafür muss ich nochmal die Abdeckung abnehmen. Ihr habt sogar hier im Arm besagte diffus blaue Beleuchtung. Wirklich saugeil. Absolut top. Also, ja, was soll man dazu sagen? So, dann habt ihr hier einen komplett bewaffneten Look. Ist doch sehr schick. Und im Endeffekt war es das eigentlich auch. Letztes Ding, die Maske selber ist halt auch noch von innen auch noch mal schön detailliert. Auch spitze, sondern noch mal ein kleines Display selber drin wäre. Ja, aber das war's jetzt. Ich würde sagen, zurück ins Studio. Jo, da sind wir zurück. Jo, sonst kann man noch nicht allzu viel sonst zu sagen, oder? Ich denke, da habe ich alles soweit mit abgefrühstückt. Und ich muss sagen,
abgesehen von kleinen Problemchen ist das wirklich eine Top-Figur. Und Hot Toys hat im Endeffekt alle seine Möglichkeiten in die Hand genommen und da so ziemlich den absoluten Mark 6 geschaffen. Man muss natürlich sagen, wenn man die ganzen herausgezogenen Gelenke nutzt, dann sind die Proportionen ziemlich kaputt. Ist ja klar. Aber das ist halt auch nur, wenn man irgendwelche speziellen Posen machen will. Ansonsten sind die Proportionen wirklich top-notch, um das mal so zu sagen. Ja, deswegen auch nochmal die 360 für euch, einen kleinen Moment. Das war es jetzt erstmal mit Hot Toys Reviews von mir, muss ich sagen. Wie gesagt, DC, Marvel, Star Wars ist alles nicht mehr oder nicht mein Fall. Ich habe nicht eine Star Wars Figur nie gebraucht und Marvel macht halt zu viel, Iron Man, Avengers etc. pp. Das sind ja tolle Filme, aber die brauche ich jetzt nicht alle in allen möglichen Iterationen und ich stecke mein Geld momentan ziemlich stark in Transformers. Wo ich da jetzt gerade hingucke, da kommen die Zeta-Combiner hin. Das dauert aber noch ein bisschen und jetzt würde ich sagen, wünsche ich erstmal einen schönen Restsonntag. Kontaktdetails wie immer in meinem Profil oder in der Beschreibung. Instagram, Facebook, Mail, schreibt mir, ich würde mich freuen. In dem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und wenn es bei euch soweit ist, guten Start in die Woche. Haut rein.